Was hier an dieser Stelle in der Südstadt Nürnbergs sehr, sehr schwierig für Fahrschüler ist nach vorne zu gucken, um zu sehen, ob ein Hindernis da ist oder nicht. Hier haben wir beispielsweise eine Rechtskurve. Bei dieser Rechtskurve sieht man nicht allzu weit nach vorne und kann jetzt nicht wissen, ob da vielleicht ein Hindernis ist oder nicht. Deswegen werde ich, sobald die Ampel grün ist, auch schon mal in meinen linken Spiegel schauen, um zu erkennen, okay, jetzt ist gerade niemand links von mir. Falls also nach der Kurve jemand kommt, kann ich sehr schnell reagieren. Man sieht das schon, ein bisschen stehen sie draußen. Ich mache einen Spiegel-Schulterblick und fahre nach links rüber. Das ist sehr wichtig, dass ich so vorausschauend fahre, damit ich nicht aus Versehen lenke, ohne zu gucken. Und wenn dann ein Auto da ist, dann würde der Unfall vorprogrammiert sein. Hier sieht man dann eine durchgezogene Linie und eine Sperrfläche für die Straßenbahn. Wir fahren rechts von der Straßenbahn an der Haltestelle vorbei. Nach dieser Ampel müssen wir aber wieder auf die Straßenbahnschiene drauf, weil hier ein Hindernis vor uns ist. Also machen wir sofort einen Spiegel-Schulterblick. Dann können wir auf die linke Spur fahren und damit einen Unfall vielleicht mit der Straßenbahn verhindern. Wichtig auch zu erkennen, das hier sind zwei Fahrstreifen. Ich glaube, man sieht es ganz gut. Doch wenn man jetzt mal hier rechts dieses Verkehrsschild anschaut, dann sieht man, dass da Autos zur Hälfte auf der Straße parken dürfen. Das ist insbesondere unter der Woche ziemlich häufig der Fall. Und der Fahrschüler erkennt das nicht als Hindernis und lenkt ohne zu schauen auf die linke Spur, was sehr, sehr, sehr gefährlich ist. Also aufpassen, alles was in eure Spur hineinragt, ist für euch ein Hindernis und ihr müsst auf jeden Fall in die Spiegel schauen, um sicher zu sein, dass links kein anderes Auto fährt, das ihr vielleicht treffen könntet. Bei Fahrradfahrern wie hier, die auf diesem Radstreifen fahren, benötigt man trotzdem 1,5 Meter Seitenabstand. Deswegen, wenn man so etwas sieht, einmal links in den Spiegel schauen und mindestens zur gestrichelten Linie hinfahren, wenn nicht sogar manchmal, wenn kein Auto da ist, ein größerer Abstand noch geboten ist, dass man sogar etwas über diese gestrichelte Mittellinie fahren muss. Also immer sehr gut aufpassen, dass auch hier, obwohl dieser Radstreifen da ist, die 1,5 Meter eingehalten werden. Hier fahren wir an einem Radweg entlang, der jetzt plötzlich endet. Wichtig ist, dass ich dann auch sofort nach diesem Radweg mit einem Spiegel-Schulterblick auf die rechte Spur fahre, denn die linke Spur würde sonst zu mir kommen und ich würde plötzlich auf der linken Spur landen. Das darf ich ja nicht, ohne zu schauen. Wenn man bei rechts vor links nicht viel sieht, dann sehr, sehr langsam mit etwa 10 km/h und im ersten Gang hineinrollen. Denn nur dann hat man die Chance, auch stehen zu bleiben, wenn ein Auto kommt. Zudem sollte man bei rechts vor links auch so weit rechts fahren, dass das Auto, das von rechts kommt, noch die Chance hat, abzubiegen und wir nicht im Weg stehen. So eine Straße hier macht einen den Anschein, dass man auf der Hauptstraße ist. Doch wenn keine Verkehrszeichen da sind, gilt rechts vor links. Diese Straße ist gut einzusehen und deswegen kann ich im zweiten Gang mit 15 ganz gut rollen, weil dann könnte ich immer noch stehen bleiben, wenn einer kommt. Aber ich muss kupplungsbremsbereit sein und jederzeit stehen bleiben können, wenn ein Auto von rechts kommt. Also nicht irritieren lassen von breiten Straßen, sondern immer genau auf Verkehrszeichen achten und wenn keins da ist, gilt rechts vor links. Bei rechts vor links kommt es immer darauf an, wie gut das ich sehe. Wenn ich jetzt wie hier zum Beispiel nichts sehe, dann trete ich die Kupplung und bremse auf 10 etwa, nehme dann meinen ersten Gang und rolle dann mit getretener Kupplung langsam, bis ich sehe, dass frei ist. Wenn ich gut sehe, wie jetzt sagen wir mal hier,
Dann belangt mir, wenn ich kupplungsbremsbereit bin, und dann werde ich mit etwa 15 km/h rollen und dann gut sehen, dann kann ich wieder weiterfahren. Das sind die Möglichkeiten, die ich bei rechts vor links habe. Hier ist auch sehr gefährlich. Hier steht bei Rot hier halten und man sieht auf dem Boden noch eine zweite Haltelinie. Deswegen aufpassen, wenn dann die Ampel rot zeigt, muss ich an der ersten Haltelinie anhalten. Schaffe ich es nicht, weil ich schon etwas zu spät dran bin, dann muss ich an der zweiten Linie anhalten und kann nicht einfach weiterfahren. So, hier habe ich ein Vorfahrt-Achtenzeichen, wenn ich geradeaus fahre. Ich gucke schön nach rechts. Ich muss nicht so langsam werden, weil man ganz gut sieht. Natürlich muss ich stehen bleiben, wenn jemand kommt. Es gibt noch zwei Möglichkeiten zu bremsen. Ich werde euch jetzt zuerst mal das Schlechtere zeigen. Das heißt, ich komme hier relativ schnell hin und bremse zu wenig und ganz zum Schluss muss ich sehr stark bremsen. Das ist sehr unangenehm für die Mitfahrer und sollte natürlich vermieden werden. Beim Bremsen, ich versuche das an der nächsten Ampel zu machen, sollte man immer zuerst stark bremsen und am Schluss schwach. In diesem Fall hat sogar das Auto gemerkt, oh, wir kommen zu schnell hin, und hat einen Warnton abgegeben. So, bevor wir zum richtigen Bremsen kommen, noch dieses Verkehrszeichen. Wir wollen Richtung Autobahn fahren. So ein Schild liest man immer von oben nach unten und ich sehe, Autobahn München steht links. Ich gehe mit dem Pfeil nach unten und erkenne, es ist die ganz linke Spur zum Abbiegen. Auch wenn es 2 zum Linksabbiegen geht, die rechte Linksabbiegespur würde zum Zentrum führen. Also habe ich das Schild richtig gelesen und ordne mich jetzt auch ganz links ein. So, wir werden jetzt sanft bremsen, indem wir jetzt hier ein bisschen stärker anbremsen und dann zum Schluss schön langsam ankommen und sanft stehen bleiben. Das ist für die Mitfahrer auf jeden Fall angenehmer als das, was wir vorhin gemacht haben. Jetzt ist wichtig, wir stehen auf der linken Spur und die rechte geht ja Richtung Zentrum. Das Problem an dieser Geschichte ist nur, dass es leider Gottes viele gibt, die von der rechten Spur auch zur Autobahn wollen und eigentlich falsch stehen und ohne groß zu schauen dann auf unsere Spur kommen. Deswegen werde ich sicherheitshalber einfach ganz links bleiben, denn das ist für mich die sicherste Spur. Und wenn ich dann um die Kurve bin, werde ich mich wieder rechts einordnen, damit ich auf der rechten Seite weiterfahre. Entweder mache ich das auf diese Art oder ich werde jetzt hier einen Spiegel-Schulterblick machen und dann auf die rechte Geradeausspur. In diesem Fall mache ich das nicht. Ich fahre hierher und blinke und dann mit einem richtig schönen Schauen einen Fahrstreifenwechsel machen. In dem Fall habe ich zum Beispiel gleich das Schild gesehen und deswegen komme ich gleich auf der linken Seite raus. Und dann auch wichtig, wenn ich jetzt hier schon sehe, da wird es wieder zweispurig, gleich hier schon blinken, mache hier meinen Spiegel-Schulterblick und bin sofort nach dem Hindernis rechts. Dann kommt keiner auf die Idee, mich auf der rechten Spur zu überholen. Wir kommen jetzt zu einer Situation, die es innerorts nicht so häufig gibt, aber außerorts und auf der Autobahn relativ oft. Wir fahren jetzt hier und wollen einfach weiterfahren und sehen, links von uns taucht eine dicke gestrichelte Linie auf. Das bedeutet, dass ich meinen Fahrstreifen nach links wechseln muss. Das ist wie ein Beschleunigungsstreifen auf der Autobahn zum Beispiel, denn meine Spur wird enden. Also wenn plötzlich eine Linie links von mir auftaucht, dann heißt es, wechsel deine Spur, sonst endet sie oder die Spur biegt ab. Also auch in diesem Fall hier auch eine dicke gestrichelte Linie links von mir. Ich fange gleich am Anfang an zu schauen, ob ich den Fahrstreifen gleich wechseln kann, damit ich keine Probleme habe. Auch hier kann ich zur Not, wenn jetzt viel Verkehr ist, so am Ende anhalten und warten, bis alles frei ist. Aber ich kann mir das Warten ersparen, wenn ich richtig meine Geschwindigkeit
eintime, sage ich einfach mal, also entweder Gas gebe oder Gas wegnehme, damit ich da mich der Geschwindigkeit der anderen anpasse. Und dann schaffe ich es normalerweise, wenn ich gleich am Anfang gucke, dass ich da, ohne stehen zu bleiben, mit den anderen mich einfädeln kann.